und Pipedrive versus HubSpot. Welche ist die beste CRM-Software im Jahr 2023? Hallo Leute, willkommen zurück hier auf YouTube. Heute kurzer Vergleich. Pipedrive gegen HubSpot. Zwei Top-CRMs. Wir vergleichen sie direkt. Anfängerguides gibt's schon zu beiden. Wenn du noch nicht weißt, wie du startest, schau dir diese Videos. Hier vergleichen wir, was für dich und deine Bedürfnisse besser passt. Dann legen wir gleich jetzt los. Jetzt zu Dashboards. Nutzung und Nutzererlebnis. Wie fühlt sich das an? Danach gehen wir zu Preisen und zur Funktionsliste über. Starten wir mit Pipedrive. In Pipedrive gibt es links das Navigationspanel. Sie managen Leads, Projekte, Kampagnen, dann E-Mails, Kontakte, Insights, Produkte, Marketplace. Im Marketplace nutzen Sie den Konnektor und verbinden verschiedene Apps. Aber die Integration ist nicht so umfassend wie bei HubSpot, das manches sogar automatisiert. Außerdem können Sie in HubSpot den Marketplace und die API anbinden. Sie haben dafür mehr Möglichkeiten. Und oben gibt es ebenfalls eine Navigationsleiste wie bei Pipedrive. Was die Basisfunktionen angeht, sind sie sich sehr ähnlich. Aber die Oberfläche von Pipedrive ist deutlich aufgeräumter und leichter zu bedienen. Außerdem sind die Funktionen für Leads, Chatbot und Webformulare viel besser anpassbar und einfacher zu navigieren und zu verwalten, auch für Einsteiger. Dazu kommen Analysen und Insights je nach Ihrem spezifischen Projekt, Deal oder Wert. Außerdem gibt es anschauliche Beispieldaten. Das sind die Beispieldaten, die ich hier verwende. Aber sie liefern eine visuelle Darstellung Ihrer Leads und Ihres CRM insgesamt. Wenn wir hingegen zu HubSpot gehen und in den Bereich Berichte wechseln, sage ich nicht, dass die Berichte schlecht sind. Der Berichtsbereich ist ebenfalls hervorragend und liefert detaillierte Reports. Was fehlt, ist eine Art fertiges Visual Tool, um den Fortschritt zum Beispiel einem Manager oder einem Nutzer zu zeigen. Das kann sehr helfen, wenn man neue Präsentationen erstellt. Man kann Visuals bauen, doch alles ist Eigenbau. Sie klicken auf die Diagrammübersicht, gehen dann weiter und müssen alles manuell konfigurieren. Bei Pipedrive hingegen haben Sie so etwas wie ein automatisiertes Starter-Kit, das bereits visuelle Daten zu Ihren Deals und Ihrer Entwicklung anzeigt. In Pipedrive werden Leads und Benachrichtigungen gut gemanagt. Bei HubSpot wird die Benachrichtigungszentrale etwas alt. Insgesamt ist die Oberfläche nicht so benutzerfreundlich wie bei Pipedrive. Weil HubSpot lange am Markt ist, habe ich das Gefühl, es gab kaum Updates oder Änderungen. Ein weiterer Punkt. Ticket-Anfragen sind in HubSpot deutlich schwerer erreichbar als in Pipedrive, dort insgesamt viel einfacher. Klicken Sie aufs Projekt und verwalten Sie alles. Außerdem können Sie auf Kontakte oder Kampagnen zugreifen, um zu sehen, welche Kampagnen gerade laufen und welche Deals reinkommen. Kurz gesagt, alles rund um Tickets ist leicht zu finden. Bei HubSpot ist es dagegen etwas schwieriger. Sie müssen zu Vertrieb und dann zu Deals gehen. Unter Vertrieb und Deals finden Sie die Tickets nicht, also müssen Sie zu Service und dann zu Tickets gehen. Und wenn das Ticket zu einem konkreten Verkauf gehört, lösen Sie es gleich dort, statt es in den Ticketbereich zu verschieben und später zu klären. Dennoch meistern beide Plattformen Automatisierungen gut im Alltag. HubSpot bietet mehr Apps, doch Pipedrive hat klar die bessere Oberfläche. Am Ende gleichen sich die Vor- und Nachteile aus. Kommen wir jetzt zu den Preisen, denn das kann für viele Unternehmen entscheidend sein. Vielleicht ist dir das Aussehen nicht so wichtig, außerdem kannst du mehr Teammitglieder hinzufügen. Doch die Mitgliederzahl kann begrenzt sein, je nach Plan und Konto. Wenn wir uns Pipedrive ansehen, startet der Essential-Plan bei 9,90 $. Und Sie können jeden Plan 14 Tage lang kostenlos testen. Was bekommen Sie im Essential-Plan? Im Essential gibt's Basismanagement für Leads und Deals, anpassbare Funnel. Sie können viele anlegen, aber nur 30 Felder. Dazu kommen weitere Funktionen und Extras. Allerdings sind Dinge wie E-Mail-Synchronisierung, anpassbare E-Mail-Vorlagen, Feldzusammenführung, E-Mail-Tracking und Terminierung sowie die Dokumentensignatur nicht enthalten.
Bei Insights und Berichten erlaubt der Essentialplan aber das Erstellen von 15 Berichten pro Nutzer. Außerdem gibt es SEL, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Sichtbarkeitsgruppen. So können Sie eine bestimmte Sichtbarkeitsgruppe erstellen, zum Beispiel eine Gruppe für Manager. Und diese Gruppe kann andere Berechtigungen haben oder bestimmte Deals sehen, die Sie vielleicht nicht für das gesamte Unternehmen sichtbar machen möchten. Dann gibt es den Advanced Plan, der bis zu 10.000 Deals erlaubt und bei 19 US-Dollar und 90 Cent startet. Er umfasst Funktionen wie E-Mail-Synchronisierung, die Anpassung von E-Mail-Vorlagen und einen integrierten Workflow-Builder. Jetzt vergleichen wir die zwei Basispläne mit HubSpot. Hier gewinnt HubSpot, denn es bietet Gratis-Tools für alle Nutzer. HubSpot hat die CRM-Suite und einige spezifische Produkte und Pakete zur Auswahl, bietet aber auch kostenlose Basistools an. Zum Beispiel ein kostenloses CMS, kostenlose Service-Tools und kostenlose Sales-Tools. Bei HubSpot können Sie also kostenlos verkaufen und mit Tickets arbeiten. Etwas, das es bei PiPeDrive nicht gibt. Wenn Sie ein kostenloses CM wollen, ist HubSpot die richtige Wahl, aber schauen Sie sich auch deren CRM-Suite an. Die CRM-Suite beginnt bei 27 US-Dollar pro Monat, was deutlich teurer ist als PiPeDrive, dessen Einsteigerpläne unter 20 US-Dollar liegen. Dieser Basisplan mit Marketing, Verkaufstools und Betriebssoftware kostet nur bei Vorauszahlung 27 US-Dollar monatlich. Wenn Sie monatlich zahlen, sind es 30 US-Dollar pro Monat. Sie erhalten Operationsworkflows und Funktionen wie E-Mail-Automatisierungen, also automatisierte E-Mails. Im Sales Hub gibt es Funktionen wie 500 Minuten Anrufe und automatische Antworten per E-Mail. Im Service können Sie 2 Ticket-Pipelines pro Konto erstellen. Es gibt auch Benutzerverwaltung, Team-E-Mails, 10 Dashboards und mehr als 10 Berichte pro Dashboard. Außerdem Zahlungsfunktionen. Schauen wir auf die Profi-Version. Professional- und Enterprise-Pläne sind für die, die Sie brauchen. Dann müssen Sie sich direkt an HubSpot wenden. Ab 1.600 US-Dollar monatlich, über 2.000 Marketingkontakte möglich. Enterprise startet bei 5.000 US-Dollar monatlich, inklusive 10 zahlenden Nutzern und etlichen weiteren Business-Funktionen. Ich finde, das ist nicht unser Fokus. Wir reden über Mittelständler heute. Und für dieses Profil würde ich sagen, dass PiPeDrive die beste Option ist. Es bietet im Advanced Plan das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn du etwas mehr zahlst als für HubSpots Starterplan, bekommst du bei PiPeDrive mehr, etwa E-Signatur und rechtsgültige Verträge, was sehr hilfreich sein kann im Alltag oft. Willst du gratis CM? Ist HubSpot für dich. Willst du Profi-CM? Auch HubSpot passt, aber wenn Sie mittelständisch sind und integrierte Tools für einfaches Ticketing und CRM wollen, ist PiPeDrive die ideale Plattform. Ich hoffe, das Video half dir. Bitte lass ein Like da, abonniere unseren YouTube-Kanal und bis zum nächsten Video.